Ha, erwischt. Siehst du, jetzt habe ich dich. Wer wird denn gleich in den Kalender schauen? Soll doch eine Überraschung werden. Mensch, lass das mal drin. Wo war denn das? Da? Nee, lieber Weihnachtsmann, 10 kommt 11. Ah, so. Ja, Apropos Weihnachtsmann, das ist ja eine tolle Überraschung. Hier ist gar nichts drin. Ja, ist ja noch kein Weihnachten, mein Engel. Und übrigens, was sagt dir eigentlich so ein Rotlicht auf einer Kamera? Hm? Vielleicht, dass eine Sendung läuft? Kann das sein? Guten Morgen, liebe Zuschauer. Uns ist weihnachtlich zumute, wie man sieht. Ihnen vielleicht auch? Dir ist weihnachtlich zumute? Ja. Ja? Wir haben uns natürlich auch nicht im Datum geirrt. Nein, wir haben einen gut funktionierenden Kalender. Dessen können Sie sich gewiss sein. Aber der sagt uns, dass wir jetzt seit ein paar Tagen November haben. Das heißt, nach November kommt Dezember und das heißt gleichzeitig auch Adventszeit. Ja, in 4 Wochen ist es dann soweit. Stellen Sie sich das vor, die Adventszeit. Und wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt schon mal an, einen Adventskalender zu bauen, damit Sie nämlich nicht im letzten Moment wieder losrasen, ins Geschäft rasen und sich dort einen kaufen. Ist ja langweilig. Selber bauen, das ist das Motto. Und schön ist er auch geworden, finden Sie nicht? Und so einen bekommen Sie garantiert nicht zu kaufen. So, dann wollen wir uns aber mal langsam aus diesen Klamotten rausschälen. Ach, gute Idee. Ja, ich bin es auch leid. Boah, dieser Bart, dieser Fusselbart, dieser guck mal. Meine Flügel quietschen so. So, was trägt man eigentlich jetzt auch zu dieser Jahreszeit? Das ist ja immer so blöd, man steht immer davor. Herbst ist eine doofe Zeit, finde ich, ne? Für eine Badehose ist es zu kalt. Ja, sicher. Und für das Weihnachtskostüm einfach zu früh. Mensch, was trage ich? Eine Strampelhose oder was? Hör auf, hier rumzualbern. Sag lieber mal, wie Rumalbern ist ein wir den echtes Rahmen Problem. gebaut haben. Das ist doch viel wichtiger. Ja, gut, das ist auch ein Problem. Mit unserem System stellen rechtwinklige Gitter in beliebiger Form kein Problem mehr dar. Erstmal brauchen Sie natürlich 10 cm breite Leisten aus 12 mm starken Sperrholzplatten. Entweder fertig zugeschnitten aus dem Baumarkt oder, wie hier, selbst zugesägt. Mit einem Kreissägetisch und einem Anschlag geht das wie am Fließband. An den Kreuzungspunkten sind die Leisten überblattet. Das heißt, beide Leisten werden jeweils bis zur Mitte ausgeklinkt. Und auch das lässt sich mit einem einfachen Trick wie am Fließband erledigen. Alles, was Sie brauchen, ist ein solcher Anschlag. Wichtigste Bedingungen, damit nachher alles passt: der Abstand zwischen Schraubenseite und Holzkante muss dem Abstand zwischen 2 rechten Kanten der Aussparungen entsprechen. Und die Dicke des Schraubenschaftes muss genau der Sägeblattdicke entsprechen. Diesen Anschlag befestigen Sie am Kreissägetisch. Die erste Aussparung an jeder Zehnerleiste müssen Sie noch anzeichnen und sozusagen von Hand sägen. Am besten etwa in der Mitte der Leiste. Wo genau Sie anfangen, ist relativ unwichtig, da die Länge der Leisten erst später festgelegt wird. Stellen Sie die Schnitttiefe der Säge auf 51 mm ein, dann haben Sie später etwas Spiel zum Justieren der Überblattungen. Die Anschlagschraube muss für die jeweils erste Aussparung pro Leiste einmal weichen, damit die Leiste glatt anliegen kann. Nun wird gesägt. Linke Kante, rechte Kante und dann mit 2 bis 3 Schnitten dazwischen schnell auch das innere Holz entfernen. Das geht schneller und präziser, als wenn Sie es später mühsam mit dem Stechbeitel herausarbeiten. Die Anschlagschraube wieder eindrehen und nun geht es wie am Schnürchen weiter, ohne anzeichnen oder abmessen. Den jeweils letzten Einschnitt über die Schraube, hart rechts anschlagen, sägen, hart links anschlagen und so weiter. In Sekunden haben Sie damit eine solche Aussparung gesägt. Wenn Sie am Brettende angekommen sind, das Brett umdrehen und von der mittleren Aussparung zum anderen Ende vorarbeiten. Jetzt sehen Sie auch, warum es gut ist, in der Leistenmitte zu beginnen. So haben Sie immer einen ausreichend breiten Anschlag. Wer es ganz eilig hat, kann sogar immer 2 oder 3 Bretter mit Zwingen zusammenklemmen und en bloc sägen. Anschließend kurz mit dem Schwingschleifer eventuelle Sägesplitter entfernen. So. Und damit ist Ihr ganz privater Holzbaukasten fertig. Denn die Leisten lassen sich jetzt zu den verschiedensten Formen zusammensetzen und leicht auf die passende Länge bringen. Auch an runde oder schräge Formen können Sie die Kästchen anpassen. Wie wir jetzt an unsere Tannenbaumform. 4 spezielle Bretter brauchen Sie noch, die an den Seiten nicht ausgeklinkt sind.
Hierfür einfach beim Sägen die Anzahl der Aussparungen zählen. Die Mittelachse hat 8 davon und steht oben über. Die beiden oberen Böden brauchen je 5 Aussparungen und Platz an beiden Seiten. Ebenso die Basisleiste mit ihren 7 Aussparungen. Damit Sie sich besser vorstellen können, wie aus diesem Kästchengewirr eine Tannenbaumform werden soll, haben wir die Umrisse einmal aus Pappe ausgeschnitten und aufgelegt. Diese Form zeichnen Sie jetzt mit Bleistift und Lineal an, dann sehen Sie genau, wo Sie die Leistenkanten im 45-Grad-Winkel abschrägen müssen. Dann die Leisten Stück für Stück abschrägen und verleimen. Lassen Sie sich ruhig Zeit damit, denn es muss ja anschließend passen. So, jetzt wird das Gebilde aufgerichtet. Die abgeschrägten Außenleisten zu sägen und mit Leim und Schrauben zu montieren, das dürfte für Sie wohl auch kein Problem darstellen. Übrigens, wenn Sie für Ihren Adventskalender eine andere Form wählen statt unseres Tannenbaums, sollten Sie auf eines achten. 24 Kästchen sollten es schon sein. Das sieht auch ohne Schubladen schon ganz gut aus, nicht wahr? Ja, könnte ich mir auch gut so außerhalb der Adventszeit vorstellen, so als Setzkasten an der Wand. Ein normaler Setzkasten ist übrigens noch leichter zu bauen. Sie haben ja gesehen, wie schnell Sie mit unserem Trick so ein Raster herstellen können. Und bei einem rechteckigen Setzkasten ist das überhaupt kein Problem, da nämlich diese 45 Grad Schrägen hier einfach wegfallen. Wer also zu Weihnachten einen Setzkasten verschenken will oder ein Gewürzregal oder ein Kleinteileregal für Schrauben, der sollte nach dieser Methode gleich weiterarbeiten. Apropos weiterarbeiten, wir sollten uns jetzt mal um die Schubkästen hier kümmern, die hier noch fehlen. Beim Aussägen und Zusammenleimen der Schubkastenteile darf ruhig die ganze Familie helfen. Denn das ist, wie man so sagt, eine ganze Menge Holz. 24 Kästen, das heißt 24 Böden, 48 Seitenteile, 48 Front- und Rückenteile und 24 Blenden, die vorne aufgesetzt werden müssen. Zusammen 144 Stücke Holz, die verarbeitet werden wollen. Das Kleben geht am schnellsten mit einer Heißklebepistole. Erstmal immer eine Seite mit einem Front- bzw. Rückenteil zu einem Winkel verleimen. Damit die Seiten auch alle im rechten Winkel zueinander stehen, nehmen Sie ein solches Stück Holz als Schablone. Aus je 2 der Winkel ein Rechteck kleben und zum Schluss den Boden aufsetzen. Kurz die Kanten abschleifen und jetzt bekommt die Vorderfront noch eine Blende aus 5 mm starkem Kiefernsperrholz. Dazu die Schablone so verändern, dass sich die etwas größeren Blenden gerade und mittig aufkleben lassen. Die Zahlen lassen sich am leichtesten mit einer Dekoupier- oder Mikrostichsäge aussägen. Wenn alle 24 Kästen fertig zusammengeleimt sind, bekommt der Adventskalender seine Farbe. Achten Sie wie immer auf umweltfreundliche und ungiftige Materialien. Wir haben uns für eine Lasur auf Naturölbasis entschieden. Wenn alle Teile lasiert oder lackiert und getrocknet sind, folgt der letzte Arbeitsgang. Die Zahlen werden ebenfalls mit der Heißklebepistole auf die Schubladenfront geklebt. Ja, Hans-Gerd, jetzt kannst du dir schon mal überlegen, was du mir in meine Kästchen füllst. Also Süßigkeiten sollten es nicht sein. Ich möchte ein bisschen auf meine Figur achten. Figur. Hast du schon mal hingeguckt? Ach. Drauf achten. Vor allem achten Sie mal bitte hier drauf, ne? Sowas kommt natürlich immer erst dann, wenn ich schon alles eingekauft habe, ne? Typisch. So ist das. Dann kommt es mit der Figur rüber, mit der Figur. Ja, aber es gibt ja auch genug andere Sachen. Nichts Zum Beispiel. gibt's. Doch. Nichts. Guck mal, man es kann gibt auch nur so Süßigkeiten. Nein. Schau Man mal, kann auch zum trotzdem, ordentliche Figur. Kleine Ah. Parfumflakons zum Beispiel. Oder kleine Bücher. Bücher? Oder So, eins Schmuck, für mich. Ohrringe. Hier, Hans-Gerd, füll doch schon mal bitte rein. Ich habe schon gefüllt. Hier ist auch noch ein schöner Schmuck. Oder was man noch nehmen kann. Den Die kommt Bücher auch. habe ich gesagt, das hätte ich auch ganz gerne. Die Autos. Oder so eine lustig verpackte Pfefferminzrolle. Sterne für Sie? Hast du schon mal gesehen? Sterne auch. Da gehen ja eine ganze Menge Sterne ein.
16, warte mal, was kommt nach 16? 17. Achso, ja. Wohin denn? Hier? Ja. Wer hat das gebaut? Du. Achso. Du hast es gebaut. Ja, passt ja auch. Vielleicht doch ein paar Süßigkeiten. Nein, es passt. Nur auf eins sollten Sie auf jeden Fall achten. Wenn Sie diesen Adventskalender gefüllt haben, verstecken Sie ihn bis zur Adventszeit. Nämlich sonst passiert Folgendes, wenn Sie so einen im Hause haben. Leer. Sie hängen ihn auf, gucken rein, wollen sich nochmal vergewissern. Leer. Ratzeputz, leer gegessen. Ach. Jawohl, das passiert mir immer, wenn ich einen Schrank aufmache, ne, guck oben rein, da war noch eine super gute Schokolade da oben versteckt. Was ist? Die Hülle nur noch. Leer. Sauber verpackt aber. So ist sie. Also achten Sie bitte darauf, dass Sie wirklich das verstecken bis zur Adventszeit. Also diesen Kalender. So, Claudia, was haben wir denn jetzt noch? Warte, ich muss noch was weitermachen hier. Du wolltest irgendwas über Arbeitsteilung erzählen. Nein, das spare ich mir auf. Ich möchte dich nur bitten, mir diesen Adventskalender zu füllen. Weißt du? Und zwar stelle ich mir hier unten schon mal vor, Nummer 22, kannst du auch schon merken, eine Jahreskarte fürs Eishockeyspiel zum Beispiel. Ne? Das würde mir Spaß machen, da käme Freude auf und dann kannst du ihn nämlich füllen, weil ich habe ihn gebaut und du kannst ihn füllen. Ganz im Willst du auch Ernst, noch was liebe sagen? Zuschauer, wenn Sie also jetzt unseren Adventskalender nachbauen möchten, dann können Sie unseren Bauplan zur Hilfe nehmen. Und den bekommen Sie in allen Obi-Bau- und Heimwerkermärkten. Sie können aber auch direkt an Obi schreiben. Schreiben Sie an Obi, Stichwort Adventskalender, Postfach 1270 in 5632 Wermelskirchen 1. Die Postkarte genügt. Sie können ebenso auch an RTL Plus schreiben. Klaus? Dann ist das Ganze auch noch in der Zeitschrift Selbst ist der Mann gut nachzulesen. So, 21. du bist wieder dran. Womit? Ich fülle das schon. Ich will füllen. Du kannst schon mal die Auflösung des Gewinnspiels. Ah ja, haben wir ja auch, klar, Mensch. Das lenkt ab, ne? So viel Süßigkeiten. hätte ich So, in der letzten Woche wollten wir von Ihnen wissen, du sollst nicht drüber gehen, nach welcher Himmelsrichtung, genau so war es, die Satellitenanlage ausgerichtet werden musste. Und ich zeigte noch so nach unten. Das hieß natürlich nicht nach unten auf dem Boden, das war klar. Süden, der Süden war damit gemeint. Und wenn Sie ihn draufgeschrieben haben auf Ihre Postkarte, dann lagen Sie genau richtig. So, und jetzt hat was gewonnen? Die komplette Satellitenempfangsanlage haben Unglaublich. Sie gewonnen. Nein, Sie. Unglaublich. Wer hätte das gedacht, ne? Dass Sie die komplette Anlage gewinnen? Na? Hätten Sie das gesagt? Nee, auch nicht. Ne? Aber hätten Sie gedacht, dass Sie den Winkelschleifer kriegen? Auch nicht. So, und was sagen wir jetzt wieder alle zusammen? Herzlichen Guten Appetit. Glückwunsch. Die heutige Frage. Wir möchten von Ihnen wissen, aus wie viel, Sternchen? nein, ich möchte nichts essen, aus wie viel Sperrholzteilen die, fängt das wieder an. Alle. Wie viele Sperrholzteilen alle Schubkästen bestehen. Ja. Ohne Zahlen natürlich. Quersumme. Danke. Schreiben Sie die richtige Lösung an RTL Plus. Stichwort gewusst wie in 5000 Köln 40. Einsendeschluss ist der 5.11.90. Dann Was gibt's zu gewinnen? füll mal weiter auf. Ja, Einmal eine Klebepistole was habe ich noch? und zum Zweiten Natürlich Geschenkegutschein, das wissen Sie ja alle. Thema Was? der nächsten Woche. Es geht um ein Schachspiel aus Rundhölzern. Was Ja? fällt dir denn zum Thema Schach ein? Fischer. 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 Es gibt ja noch andere. Mir fällt keiner ein. Du hast mich gefragt, was mir einfällt. Okay. Fischer. Tschüss, liebe Zuschauer, Also. bis nächstes Wochenende. Genau, 11:15 bei Gewusst wie. Bis dahin, tschüss.